Und wie das geht, das zeige ich dir jetzt in diesem Video Schritt für Schritt, sodass auch du diese leckeren, süßen Häschen ganz einfach nachbacken kannst. Los geht's, backen wir es an. Der Hefeteig ist hergestellt und falls du das Video noch nicht gesehen hast, verlinke ich es dir hier oben. Das hier ist jetzt natürlich die Grundlage für das heutige Video. Und das war jetzt die leichteste Aufgabe, den Hefeteig herzustellen. Jetzt wird es einfach Zeit, diesen weiter zu verarbeiten. Was du dafür noch brauchst und vorbereiten kannst, ist ein Backblech, entweder gefettet oder mit Backpapier belegt. Du brauchst eine Eistreiche oder Eimilch, sagen auch viele dazu. Das ist einfach nur ein Eigelb mit Milch verrührt und dementsprechend einen Backpinsel, dass du so nachher die Häschen damit abstreichen kannst, was einfach einen schönen Glanz gibt. Dann brauchst du 12 Rosinen für die Augen. Für die Rosinenhasser unter euch, ihr könnt auch Cranberries nehmen für die Augen, das ist genauso schick. Und ein Teigschaber macht sich noch ganz gut, weil damit kannst du den Teig einfach schön abstechen oder aber ein Messer nehmen. Diese Menge Hefeteig reicht dir für 6 Häschen. Das heißt, wir teilen den Teig jetzt in 6 Teile. Das sind 150 Gramm ungefähr pro Stück. Aus jedem Häschen brauchst du natürlich einen Kopf. Das hat so 40 Gramm, einen Körper, 100 Gramm und 10 Gramm für dieses Mini-Puschelschwänzchen hinten. Das wiegst du dir jetzt ab, also 100 Gramm für den Körper und 40 Gramm für den Kopf und kleines Puschelschwänzchen. Diese 3 Teile brauchen wir also, um ein Häschen herzustellen. Das Ganze machst du jetzt 6 Mal. Die 100 Gramm, das waren der Körper, die formst du jetzt einfach ein bisschen rund. Das gibt der Kopf, da formst du auch erstmal so ein bisschen eine Kugel und dann machst du aber wie so ein Kegel da draus oder einen Tropfen. Soll schon mal ein bisschen vorformen. Beim Hefeteig ist es wichtig, dass du den immer wieder ein bisschen entspannen lässt. In dem Moment, wo du jetzt einen Hefeteig zu grob bearbeitest, reißt er einfach auseinander. Und hier willst du einfach eine schöne Oberfläche haben. Deshalb formt man den immer ein bisschen vor und gibt ihm jetzt einfach ein paar Minuten Zeit zu entspannen. Bis du die anderen 5 gemacht hast, ist er so weit entspannt, dass ich hier dann wieder ein bisschen weitermachen kann. Das spürst du eigentlich auch ganz deutlich, weil der ist jetzt so straff und du siehst dann auch, sobald ich zu viel mache, fängt er einfach an zu reißen. Deshalb einfach nur locker schon mal vorformen. Also das nimmst du hier, machst es so, einfach in die Mitte immer reinfalten oder du nimmst es hier in die Hand und mit Druck wird ein bisschen einfach gerollt. Ja? Kopf genauso, erstmal rollen und dann ein bisschen schon mal in längliche Form bringen. Schwänzchen einfach so. Alternativ kannst du das auch in der Hand machen, kannst du auch so falten, wenn dir das vielleicht leichter fällt. Da macht Übung den Meister. Ja? Je mehr man da mit dem Teig arbeitet, mit den Händen, umso mehr lernt man das und kriegt da ein Gefühl dafür. So, und dann fängst du einfach wieder von vorne an, schnappst dir hier den Kopf und wie gesagt, mit bisschen Druck kriegst du jetzt wie so einen Tropfen hier drauf. Oder so ein Kegel. So in etwa. Das hier drückst du ein bisschen flach, von oben nach unten und rollst ein bisschen. Das gibt nachher der Körper. Hier wollen wir quasi so eine ganz lange Schlange haben. Auch hier wieder nicht zu überbeanspruchen, immer ein bisschen entspannen lassen. Den Bobbel, den können wir so lassen. Den brauchen wir erst später. So, hier auch wieder den Kopf zu so einem Tropfen rollen. Also hinten spitz und hier vorne ein bisschen rund. Das hier einfach so glatt rollen. Und du siehst auch, ich habe zwar Mehl hier stehen, aber ich brauche gar keins, weil der Teig ist so schön glatt, der klebt gar nicht. Deshalb brauche ich das gar nicht. Also ein bisschen flach drücken, das obere herziehen, das untere zurück, umschlagen und dann kann ich das hier schon mal schön in die Länge bringen. Der Kopf in die Länge. So in dieser Form.
Und das machst du wieder mit allen anderen. Und das ist so ungefähr die Länge, die du eben brauchst. Das ist so die Endlänge. Was wir machen, wir nehmen uns jetzt den Kopf. Dafür haben wir hier den Teigschaber. Und jetzt schneiden wir hier in der Hälfte ungefähr hier ein. Und jetzt kannst du es vielleicht schon erahnen, das gibt dann der Häschenkopf. Und aus dieser Schlange hier, die tun wir jetzt schneckenförmig einrollen. Und das gibt dann der Körper. Und dann haben wir hier noch das Pummelschwänzchen oder das Puschelschwänzchen oder Hase wird es auch Blume genannt. Das kommt hier hinten dran. Das Ganze setzen wir so aufs Backblech. Dann setzt ihr den Kopf hier hin. Dann kommt der Körper und das Schwänzchen noch hinten dran. Also hier mal den Kopf. Einfach hier bis zur Hälfte durchschneiden. Das ist mein Kopf. Hier habe ich den Körper. Das rolle ich einfach zur Schlange. Was auch viele machen, die gehen so Pyramiden fast so ein bisschen nach oben. Und nachher geht der Hase dann so in die Höhe. Deshalb guck mal, dass du hier schön einfach flach bleibst und es hier schön so einfach drumherum wickelst. Dann hier hin. Hinten wieder das Schwänzchen dran. Und mit dem hier genauso. Einmal drumherum rollen, ganz locker. Hier hin. Wir schnappen uns den Kopf. Halbieren den. Oben drauf. Schwänzchen dran. So. Wichtig ist hier auch, dass du die ein bisschen auf Abstand setzt. Klar, der Hefeteig geht ja jetzt noch ein bisschen auf. So, dass die nachher nicht so aneinander bappen. Was noch fehlt, ist das Auge. Schließlich isst man ja das Auge mit. Also, du nimmst eine Rosine. Wenn sie jetzt ganz so verkrutzelt ist, drücke ich sie gern manchmal ein bisschen flach, dass ich einfach ein schönes, rundes Kullerauge habe. Und hier ist es jetzt wirklich wichtig, drück richtig fest rein. Wenn du das nicht nur so halbherzig machst, durch das, dass der Hefeteig ja aufgeht und du legst die nur so hier auf, fallen die nachher ab oder es gibt eben diese Glubschaugen. Auch süß, aber wenn du sie fest drin haben willst, einfach fest reindrücken. Alternative habe ich schon genannt, das sind Cranberries. Das gibt halt richtig dicke Augen. Da sind die Geschmäcker einfach verschieden. Das Ganze bestreichst du jetzt mit dieser Eimilch. So trocknet auch die Hautoberfläche hier von diesem Hefeteig nicht aus. So dass du überall was hast. Das machen wir nachher eh noch einmal, um einfach einen schönen Glanz zu kriegen. Aber jetzt geht es einfach hauptsächlich darum, dass das nicht austrocknet. Wenn das Schwänzchen mal nicht so halten sollte, kannst du auch ein bisschen einfach einstreichen und dann festdrücken. Dann klebt's. So, und das Ganze bleibt jetzt ca. 30 Minuten noch stehen. Dann können die noch ein bisschen aufgehen und dann geht's ab in den Ofen. Jetzt noch Backofen vorheizen, 200 Grad und wie gesagt 30 Minuten. Das waren jetzt nicht eine halbe Stunde, das war tatsächlich eine Dreiviertelstunde. Die Gehzeit ist natürlich immer davon abhängig, wie kalt oder warm einfach die Wohnung ist. Im Sommer geht es einfach schneller als im Winter. Jetzt kommt der zweite Anstrich und bei der Gelegenheit kannst du auch die Rosinen nochmal fester in den Teig drücken, dass die wirklich nachher drin sind. Hier siehst du auch schön, dass er eben aufgegangen ist, weil jetzt hat schon die Rosine oder die Cranberry da rausgedrückt. Ja, die einfach nochmal wirklich fest reindrücken. Und dann nochmal alles abstreichen. Jetzt kommen sie in den Ofen. In die Mitte. Für ca. 25 Minuten, bis sie so schön goldbraun sind. So, sieht schon gut aus. Häschen sind fertig. Holen wir sie mal raus. Dann. So, Häschen sind ausgekühlt. Sie scheinen auch zu schmecken, sind nur noch 3 da. Okay. Frisch schmecken sie natürlich am besten.
Du kannst sie aber auch hervorragend einfrieren. Das geht mit diesen Hefeteighäschen wunderbar. Noch ein Satz zur Optik von den Häschen. Hier ist natürlich nicht jeder Hase gleich. Das ist so wie im Leben. Und ich finde, ursprünglich war es ja anscheinend so, dass der Osterhase entstanden ist, weil das Osterbrot, was ein Lamm sein sollte, im Ofen so misslungen ist, dass es aussah wie ein Hase. Deshalb der Osterhase. Kann man hier definitiv einfach sagen, wichtig ist, dass es schmeckt, oder? Und das tut's. In diesem Sinne, back's an. Ciao, tschüss.